Hallo meine Lieben, ich habe eine Frage bekommen zum Sublimieren von Buchzeichen. Danke für diese Frage und da gibt es auch schon ein Video dazu in Englisch von einem anderen Kanal und ich wurde gebeten, ob ich das mal in Deutsch zeigen kann. Das mache ich natürlich für euch und ich werde es aber auch kombinieren, weil ich habe auch noch kleine Kühlschrankmagnete, die ich auch gleich mit sublimieren werde. Und genau um diese beiden Sachen geht es gleich nach dem Intro. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich euch das zeigen konnte, weil ich nicht genau wusste, wo ich die Buchzeichen herbekomme. Aber Yasando war so nett und hat das in das Sortiment mit aufgenommen. Somit kriegt ihr da jetzt auch diese Buchzeichen. Und ich weiß jetzt auch, wo ich die beziehen kann. Ne? Und ich habe hier 2 Stück. Und die haben hier wunderbar diese Ausbuchtung, wo man das dann ins Buch rein quasi stecken kann. Ich mag die. Es gibt aber auch andere, die ganz einfach eine längliche Form haben und oben ein kleines Loch, wo man einen Tassel dran machen kann oder sonst irgendein Schmuckstück dran machen kann. Auch das geht, ne? Egal eigentlich in welcher Form ihr das habt, könnt ihr trotzdem das so machen, wie ich das euch im Video zeige und das dann halt entsprechend der Form, die ihr habt. Das zweite, was ich habe, ist hier ein Magnet. Ich finde die super. Die eignen sich wunderbar, um da Sprüche drauf zu machen. Das ist ein ganz dünnes Magnet, ne? Was dann man an zum Beispiel einen Kühlschrank oder wenn man irgendeine magnetische Wand hat, das da dran machen kann. Und es hat eben auch eine schöne Größe. Die sind auch neu im Sortiment drin, von dem her wollte ich die unbedingt auch gleich ausprobieren. Was wir machen werden, ist, wir beschmücken das mit Sublimationsdruck und zwar mit einem Hintergrundmuster. Und eben, wie gesagt, das Video gibt es schon in Englisch für die Buchzeichen von Kayla, aber ich wurde gebeten, das in Deutsch zu machen und ich wurde auch gebeten, das mit dem Cricut Design Space zu zeigen. Passt eigentlich, weil die ganze Musterfüllung, das Thema hatte ich im Cricut Design Space noch gar nie gezeigt. Von dem her passt das eigentlich gerade, aber eben, ihr könnt es auch mit einem anderen Programm machen. Ich zeige es euch heute einfach mit dem Cricut Design Space. Jetzt, bevor wir da reingehen, muss ich natürlich wissen, wie groß das alles sein muss. Nehme ich kurz einen Zettel. Bei dem her weiß ich schon, das sind 15 cm mal 10 cm. Und ich gehe da jeweils, wenn ich das Design mache, einen halben Zentimeter größer, also über die Kante hinaus, dass ich dann beim Sublimationsdruck nicht Gefahr laufe, dass ich irgendwelche weißen Kanten habe. Ne? Und bei dem hier sind wir von der Höhe bei 12,7 mal 3,2. Den Teil hier oben messe ich nicht. Ich will ja einen Schriftzug drauf machen und da muss ich wissen, wie viel Platz ich hier habe. Aber ich mache das so, dass ich kurz ein Foto davon mache und das dann in den Cricut Design Space hochlade, das in den Hintergrund lege, damit ich dann auch am besten gleich sehe, wo ich den Schriftzug platzieren werde. Das heißt, ich werde einen mit Muster, mit Schriftzug, mit Offset machen und dann eins mit einem Muster nur und dann hier einen Spruch mit einem Muster. Die paar Sachen bereite ich jetzt im Cricut Design Space vor. Ich habe das Magnet schon vorbereitet, das zeige ich euch ganz kurz. Und zwar habe ich hier einfach ein Quadrat genommen, die Größenverhältnisse aufgehoben, da gesagt, das ist 15, Moment, die Breite muss 10,5 cm sein und die Höhe 15,5 cm. So, das ist die Größe, die ich brauche. Und dann, um hier eine Musterfüllung zu hinterlegen,
geht ihr nicht auf Schnitt, sondern ihr geht auf Drucken, dann schneiden. Dann könnt ihr hier von Farbe auf Muster wechseln. Und dann habt ihr hier schon einige Muster, die ihr verwenden könnt. Ich nehme jetzt hier, hier, das war's. Es ist ein bisschen klein, ihr könnt auch durchaus einfach draufklicken, mal gucken, wie es aussieht. Oder auf ein anderes wechseln und das angucken. Ne, passt auch, also geht ein bisschen einfacher als mit diesen kleinen Viereckchen hier. So, das war der Hintergrund und dann bin ich in die Designs rein und dann habe ich hier als Suchresultat Crafting eingegeben und hier haben wir es auch schon, dieses Craft Your Stress Away. Das habe ich eingefügt. Das natürlich ein bisschen kleiner gemacht, dass das dann auch hier reinpasst. So in etwa. Was ich zudem auch gemacht habe, weil hier der Schriftzug, die Farbe vom Schriftzug sehr ähnlich ist zur Hintergrundfarbe, die will ich noch ein bisschen dunkler haben. Das heißt, ich markiere hier das Teil, wo dieser Schriftzug ist und gehe bei den Farben, da könnt ihr fortgeschrittene und dann könnt ihr hier sagen, ne, welche Farbe das haben soll. Und dann wollte ich von dem Ganzen ein Offset haben, damit es so ein bisschen besser erkennbar ist. Da habe ich alles markiert. Hier gesagt Offset und könnt ihr so ein bisschen ausprobieren. Ich würde sagen, es ist eine 0,2. Mal gucken, wie das aussieht. Oder eine 0,3. Ja, das sieht schon besser aus. Anwenden. Dann ändere ich auch hier die Farbe. Da habe ich sowas genommen, was ähnlich ist zu der Farbe, die ich in den Punkten drin habe. Das heißt, ich versuche hier nicht ganz weiß zu gehen. So etwa in dem Stil. Und was ich auch gemacht habe, ich markiere die beiden, das dann noch so ein bisschen größer gemacht, dass es wirklich nicht über die 10 cm drüber hinaus geht, aber ich versuche da schon so 9,5 passt, glaube ich. Dann kann ich das so ein bisschen mittig platzieren. Und was ich auch noch habe, ist, dass ich hier so diese Leerräume habe. Die will ich nicht haben, deshalb gehe ich hier auf Kontur und markiere all diese kleinen Teile. Jetzt? Ja, jetzt haben wir es. So. Und wenn ihr sicher seid, dass das euer Design wird, könnt ihr einfach alles markieren und dann könnt ihr sagen, ebnen. Und dann habt ihr quasi schon euer ganzes Design erstellt und das ist bereit zum Drucken. Das wird das Magnet, das ihr seht, das ist wirklich relativ einfach gemacht. Jetzt für das Buchzeichen mache ich auch eine Form rein. Dann hatte ich hier gesagt, es sind in der Breite 3,2 cm und in der Höhe 12,7 cm. Respektive noch 0,5 dazu, damit ich da eben nicht Gefahr laufe, dass es über den Rand drüber geht. Das ist 13,2. So. Und dann kann ich hier das schon mal füllen mit einem Hintergrund. Ihr könntet jetzt auf die zugreifen, die es hatte, aber ihr könnt auch eigene Hintergründe hochladen. Da geht ihr einfach auf Hochladen. Und anstatt Bild geht ihr auf Musterfüllung. Dann sagt ihr Muster hochladen und dann könnt ihr das Bild, da wo ihr das abgespeichert habt, könnt ihr einfach hier reinziehen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe das Bild bei mir schon geladen. Deshalb gehe ich hier kurz auf Abbrechen.
Aber wenn ihr das gemacht habt, dann wundert euch nicht, wenn das dann hier unten nicht angezeigt wird. Weil die Musterfüllungen werden euch hier auch nicht aufgezeigt. Die werden, im Grunde genommen sieht es aus, als ob gar nichts passiert wäre. Dann könnt ihr hier auf Abbrechen gehen. Aber wenn ihr dann hier das ändert in Standard, drucken und dann schneiden und dann hier das Muster hinzufügt, könnt ihr da so ein bisschen runter scrollen oder runter gehen und irgendwo sollten dann eure Bilder drin sein, die ihr hochgeladen habt. Genau das hier ist es bei mir. Und jetzt ist es auf dem Buchzeichen drauf. Das Thema ist aber, das gefällt mir so nicht so ganz, weil die Rosen sind mir zu klein. Und das Coole ist, ich kann alle Muster, nicht nur die, die ich selber hochgeladen habe, sondern auch die, die schon drin sind, kann ich bearbeiten. Und zwar kann ich hier die Größe verändern, etwa so. Und ihr könnt es aber auch vertikal und horizontal verschieben. Ich möchte gerne, dass genau diese Rose hier unten, dass die schön drauf ist. Deshalb gehe ich da einfach so ein bisschen hoch. So in dem Stil. So gefällt mir das. Und jetzt wurde das auch so übernommen. Das ist das Coole an der Sache. Dann werde ich hier noch einen Schriftzug hinzufügen, respektive ich dupliziere das kurz, weil ich will ja dann noch eines machen mit einem Muster ohne Schriftzug. Aber jetzt noch den Text hinzufügen. Da nehme ich die Monika. Im Moment ist es auf Hello Marsha. Mal gucken, ob ich da eine andere Schriftart will. Ich glaube, ich nehme hier dieses mit Hello Austin. Das ist eine von Dafont. Ich versuche einfach, ich will eine verschnörkelte Schrift haben, aber ich möchte eine, die schon etwas dickere Linien hat. Von dem her passt es hier eigentlich fast am besten. Jetzt drehe ich das kurz. Und jetzt würde man das ja nicht so richtig sehen. Ne? Ich mache hier kurz die Farbe. Versuche ich dasselbe Blau zu erwischen, was in den Farben drin ist. Ich würde sagen, das passt eigentlich relativ gut rein. Und dann will ich von dem auch noch ein Offset machen, weil das sieht man sonst nicht so wirklich. Hier auf eine 0,2. Mal gucken, wie das aussieht. Ich denke, das sollte passen. Jetzt will ich das natürlich nicht schwarz haben, sondern weiß. Jetzt haben wir auch hier solche kleinen Zwischenräume. Hier, die will ich nicht haben. Deshalb gehe ich auch hier auf Kontur und blende diese beiden aus. Dann ist es eine Fläche. Das ist das eine. Und jetzt muss ich ja wissen, wo ich das platzieren kann. Ne? Deshalb gehe ich auf Hochladen, Bild hochladen und dann nehme ich hier das Foto von dem Buchzeichen. Dann kann ich hier sagen, ich nehme mal Komplex. Anwenden und fortfahren, nur drucken, das reicht. Weil es geht ja nur darum, dass ich das als Orientierung habe. So, jetzt stimmt natürlich die Größe nicht ganz. Ich hatte, als ich das Foto davon gemacht habe, habe ich schon im Handy drin die Form so ein bisschen angeboten, also das zugeschnitten, dass es wirklich entlang der Kante geht. Und deshalb kann ich hier jetzt einfach sagen, das ist von der Breite 3,2 Zentimeter. Dann habe ich hier eigentlich genau die Größe, die das hat. Lege das so mittig hin, ne? Und gehe aber damit unter den Schriftzug mit dem Offset. Und jetzt wäre
das ist ja quasi zu hoch, ne? Also das würde so nicht passen. Ich kann jetzt das wunderbar einfach verkleinern, dass ich hier unten in dem Bereich drinne liege. So in dem Stil. Und dann kann ich mein Buchzeichen wieder ausblenden. Und wenn ich hier mit allem zufrieden bin, kann ich ganz einfach das alles markieren und auch hier sagen Ebenen. Und hier wollte ich eins, wo ich einfach nur ein Muster habe. Gucken wir mal, ob wir da was Schönes haben. Aber ich mache da trotzdem noch ein Bild drauf, weil als Buchzeichen finde ich es eigentlich ganz cool. Wo haben wir das Design? Da gibt es ein Design, das heißt Just One More Page. Und zwar das hier. Das ist natürlich zu groß. Hier mache ich es ein bisschen anders. Ich gebe da ganz einfach einen Kreis drauf. Einfach, dass ihr die verschiedenen Möglichkeiten seht, ne? Also ich weiß ja, mein Buchzeichen ist 3,2 cm breit. Das heißt, ich gehe hier mit dem auf 3 cm. So in etwa. Und das will ich jetzt natürlich nicht dunkel haben, sondern ich warte noch drauf, dass ich im Cricut Design Space die Möglichkeit habe, die Farbe ganz einfach hier von der Vorlage zu nehmen. Da müsste ich nicht jedes Mal so suchen. So in dem Stil das natürlich in den Vordergrund und entsprechend anpassen, dass das hier drinnen in diesem Kreis Platz hat. Dann kann ich die 3 nehmen, die noch mittig ausrichten, damit das wirklich schön zentriert ist, und dann können wir die auch ebnen. So, dann habe ich eigentlich schon meine 3 Sachen, die ich gerne sublimieren möchte. Ich muss das Ganze bei mir nicht spiegeln, weil das wird bei mir beim Drucker gespiegelt, deshalb gehe ich jetzt auf Herstellen. Und dann kann ich hier weiter sagen an den Drucker senden, und hier nehme ich natürlich den Systemdialog und nehme Anschnitt hinzufügen raus. Der falsche Drucker, ich brauche den Epson SCF 100. Dann sage ich drucken. Dann ist wie immer das Fenster im Hintergrund aufgegangen, und da nehme ich jetzt vom Layout her Past Color Matching, mache ich das Color Sync an, und dann bei den Print Settings sage ich, ihr könnt hier Textil oder Rigid, und da ist es Rigid für die harten Materialien. Qualität nehme ich auf Fein. Dann eben, dass das Bild gespiegelt wird, und genau so drucke ich das. So, dann habe ich hier wunderbar schon meine Ausdrucke. Die schneide ich jetzt natürlich nicht mit dem Plotter aus, weil das geht ganz einfach hier mit der Schere das kurz zu machen. Respektive noch einfacher und gerader geht es mit dem Hebelschneider. So, dann habe ich hier meine 3 Sachen schon geschnitten. Ich werde zuerst die Buchzeichen pressen, und zwar mache ich das mit der Easy Press einfach, damit ihr seht, dass das damit auch geht. Die habe ich eingestellt auf 185 Grad für 50 Sekunden. Jetzt müssen wir aber zuerst kurz die Buchzeichen vorbereiten. Jetzt der Name, den will ich ja unten haben, ne? Kann ich das hier drauf schön platzieren. Respektive ich drehe es kurz um. Und ihr seht, jetzt habe ich überall schön denselben Abstand. Dann brauche ich hitzeresistentes Klebeband, damit mir das dann nicht verrutscht.
Und ich gebe das hier auf den Seiten drauf. Dann sollte das eigentlich ziemlich gut halten. Wende das und lege das quasi noch so um. Dann sollte da eigentlich wirklich nichts verrutschen. Dasselbe bei dem hier. Und sublimieren natürlich auf der weißen Seite. Ne? Dann sind die beiden schon mal bereit. Dann mache ich dasselbe auch kurz mit dem Magneten. Auch hier die weiße Seite. Schön mittig drauf. Jetzt eben wie gesagt, zuerst die Buchzeichen, ein Backtrennpapier unten, dann das Metall nach unten, so dass euch das Papier anguckt, ein Backtrennpapier oben drauf und dann könnt ihr hier für eben die 50 Sekunden mit etwas Druck drauf gehen. Natürlich müsst ihr hier gucken, dass die ganze Fläche von der Easy Press das euer Motiv abdeckt. Ne? Und wenn sie durch ist, gerade hochheben und wegheben. Und dann schiebe ich das kurz hier zum Abkühlen rüber, weil die sind noch heiß. Ne? Und jetzt kümmere ich mich um das zweite Motiv oder um das Magnet. Auch hier wieder. Ne? Backtrennpapier drunter. Das Magnet ist die dunkle Seite unten, das Papier oben, Backtrennpapier wieder drüber. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, hier die Temperatur anpassen. Und zwar ist das Magnet, da war angegeben 180 Grad. Das heißt, ich musste Temperatur runter und dann waren es 120 Sekunden. Und jetzt muss die natürlich wieder ein bisschen abkühlen. Hat sie schon, das ging schnell. Dann kann ich auch das pressen für eben die 120 Sekunden mit den 180 Grad. Und jetzt zum Abkühlen von dem solltet ihr das da solltet ihr etwas drauflegen, damit es gerade bleibt. Ich habe da gerade nichts anderes. Ich lege jetzt einfach die große Heat Press drauf, die kühl ist. Na, machen wir es so. Und die Sachen lasse ich jetzt kurz auskühlen. Dann nehmen wir hier schon mal die Buchzeichen. Die sind abgekühlt. Und gucken wir mal, wie das aussieht. Sind schon mal sehr cool geworden, beide sehr unterschiedlich. Ne? Das hier im Vintage-Look mit Just One More Page. Ne? Hier dieses kleine Just One More Page und den kleinen Rosen. Finde ich ganz süß. So ein Vintage quasi. Und dann das für eine liebe Freundin von mir, die Monika, mit den Rosen. So könnt ihr den Schriftzug wirklich wunderbar auch lesen. Das sind die beiden. Und dann gucken wir uns noch das Magnet an. Das ist bei mir leider nicht wirklich gut geworden. Und zwar ist es meine eigene Schuld. Das Thema ist, das habt ihr gar nicht gesehen, ich bin etwas erschrocken, weil am Anfang hat es plötzlich so das Ganze
Also ich hatte nicht viel Druck auf die Heatpress drauf gegeben, hatte so quasi wie ein Wift, also sich aufgeblasen. Und da habe ich sofort die Heatpress weggenommen und ich hätte da drauf bleiben müssen. Ich glaube, ich hätte es wirklich aushalten sollen, dass es hier sich kurz ein bisschen löst, aber dann wieder zusammenfällt. Weil so habe ich jetzt hier genau bei dieser Blase. Ist nie wirklich gut geworden. Ich werde das Ganze kurz nochmal ausprobieren, dass wir dann auch ein schönes Resultat haben. So, meine Lieben, es ist ein bisschen später, von wegen, ich versuche noch kurz was anderes, aber na, passend zum Spruch von wegen Craft Your Stress Away hat nicht ganz funktioniert. Das hat mich gerade so ein kleines bisschen gestresst. Von dem her, Fazit. Buchzeichen haben wirklich wunderbar funktioniert, auch mit der Cricut Easy Press. Die habe ich gepresst bei 185 Grad für 50 Sekunden. Und na, das könnt ihr eben mit der Easy Press machen oder auch mit der Happy Press. Funktioniert wunderbar. Und hier hatte ich eben ein Thema. Na, ich habe ja zuerst das Ganze einfach versucht mit der Happy Press. Das erste Resultat war so, dass es hier so quasi eine Blase gebildet hat. Ihr seht sie auch auf der Rückseite, ne? Diese Blase. Und da ringsherum hat das dann Fehler im Druck gegeben. Also es war wirklich so, als ob sich das Ganze gehoben hätte und dann wieder runter ging und das hat diesen Fehler ausgemacht. Ich habe es dann noch mal versucht, weil hier bin ich im ersten Moment so ein bisschen erschrocken und habe einfach die Easy Press weggenommen. Dachte ich so, okay, nee, ich muss einfach drauf bleiben, einfach mit viel Druck. Das ist dann noch schlimmer geworden. Ihr seht die ganze Blase hier. Und ich habe wirklich fest drauf gedrückt, aber ich habe mit dem Kissen drunter gearbeitet. Und absolut nicht befriedigendes Resultat. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach versuchen muss, auch unten drunter eine harte Unterlage zu haben, damit sich diese Blase wirklich wieder von unten nach oben irgendwie, dass die gar keinen Platz hat, um sich zu bilden. Also habe ich ein Holzbrett genommen, ein Teflon-Sheet drauf gemacht und wirklich mit Sattdruck auf die Easy Press, aber trotzdem haben sich hier so Unebenheiten gebildet und man merkt es auch oben, also es ist hier wirklich so wie ein Tal, also ein Wellental hier. Nicht das Ergebnis, das ich haben möchte. Und dann habe ich es aufgegeben mit der Easy Press und bin ganz einfach zur Happy Press, weil die hat eine harte Platte oben, unten, ich kann die zumachen, ich kann den Handpressdruck festlegen und ein perfektes Ergebnis ohne irgendwelche Blasen. Von dem her, ja, also das hier, also ich finde es super, das Resultat ist wunderbar, wenn man weiß, wie man es machen muss. Hier wirklich nur mit der Happy Press, also mit einer Presse, wo ihr eine Platte unten und oben habt, wo ihr das wirklich fest zusammendrücken könnt, dann wird das Ergebnis super. Aber naja, es ist ja immer gut, wenn die Sachen, die nicht funktionieren, wenn die bei mir nicht funktionieren, dann müsst ihr die Fehler nicht machen. Von dem her, das hier, also solche Magnete, würde ich nicht mit der Easy Press, Cricut Easy Press machen. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht, egal wie viel Druck ihr da drauf gebt. Da wirklich die Empfehlung, macht das mit einer Happy Press und dann seid ihr nämlich auch happy mit dem Ergebnis. Ist das nicht ein schönes Wortspiel? Gut, das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr Buchzeichen sublimieren könnt, wie ihr die Musterfüllung verwenden könnt, da auch noch was drauf machen könnt mit einem Offset. Und der Tipp von wegen das Bild auch einfügen, damit ihr wisst, wo ihr den Spruch platzieren müsst. Hier habe ich eine Musterfüllung von Cricut genommen, die da schon drin war und dann einen Spruch unten und einen Kreis hinterlegt. Auch das hat wunderbar funktioniert, es hat einen schönen Vintage-Look eigentlich jetzt. Und dann eben das hier, wo ich auch den Hintergrund als Musterfüllung gemacht habe, dann ein Spruch drauf und auch ein Offset. Und so kann das jetzt an jegliche metallische Oberfläche
haftet das wunderbar. Das war es auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass es auch die Frage beantwortet, die ich gestellt gekriegt habe und dass euch das wirklich weiterhilft und eben auch die Tipps von wegen, was ihr nicht machen solltet, ne? Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!